Ah, sorry. Bestens. Hoffentlich geht dann auch mal ordentlich das Licht hier an, damit ich auch mal was sehen kann. Was passiert hier wohl? Schluck. Es wird hell. Ich sehe, was auf mich zukommt. Ein Alien. Oh Mann, wie ich laufen würde. Aber das Alien haben wir eben auf dem Bild gesehen, glaube ich. Oder dieses Monster aus einer bösen Dimension. Falls es sich hier um die wirkliche Geschichte von Cthulu handelt. Mysteriöser Anruf. Genau wie sich der Körper bei genügend Zeit... Tja, ich werde es gar nicht mehr versuchen vorzulesen. Müsst ihr Pause drücken, aber dieses Laden ist zu schnell. Das Tagebuch des Jack Walters, 6. Februar 1992. It's been more than 6 years since I entered that strange house in Boston. But to me, it was just 5 months ago. Amnesia, the doctors called it, probably brought on by acute mental stress. I remember investigating the far side of the library. There was screaming. According to the police report, they had searched the house for hours, only to find me later collapsed on the floor. When my eyes opened and I spoke, my colleagues recoiled in fear. There was something unnatural in my voice and blank gaze. They committed me to Arkham Asylum, where I was diagnosed with severe schizophrenia. As it became clear that I presented no danger to either myself or others, I was released from the asylum's care. I have learned little of my activities in the 6 years that followed. The accounts I've been able to piece together show much of my time was spent in travel and study. I maintain a fanatical infatuation with the occult, delving deep into volumes concerning witch cults and dark legends, often in languages unfamiliar to my own. When I reawakened 5 months ago, exactly 6 years after entering that house in Boston, no trace was left of what had been a secondary personality. I was myself again, or at least what I believed myself to be. Return to normal life has been a painful process. In recent days, my dreams have been plagued by cosmic landscapes, and I've become fearful of my own reflection. I am beginning to remember things from that day, more than 6 years past, that I've told no one else. Jack Walters. Hello, Mr. Walters. My name's Arthur Anderson. I need your help finding a missing person. I don't take that kind of job. Did you get my package? Hold on. What exactly do you want from me, Mr. Anderson? It's one of my store managers, you see. Brian's his name. Brian Burnham. Nice lad. He disappeared recently from the First National grocery store in Innsmouth. Innsmouth? Never heard of it. It's a small fishing town on the coast, not far from Arkham. I'd like to see you in person before you leave. Hold on there a minute. I didn't agree to take this what the hell? I'll be here all day anyway. So, Amnesie, gruselige, seltsamer Anruf. Ja,
Das ist doch schon mal schön. Ich habe 6 Jahre meines Lebens, 5 Jahre, etwa so, 5,5 Jahre meines Lebens verpasst. Aber gut, Leben ist manchmal hart. Also, ich bin gleich wieder da. Ich bin einmal kurz weg. So, hier bin ich auch schon wieder. Während ich weg war, ist so einiges passiert. Oder was heißt so einiges? Das Spiel ist abgestürzt. Ich war einmal kurz auf dem Desktop und dann nicht so, gehe ich wieder aufs Spiel rauf. Und dann, naja, das Spiel hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden. Naja, was ich dabei herausgefunden habe, ist, dass man gar nicht speichern muss, sondern einfach weiterdrücken kann. Also, schön zu wissen. 6. Februar 1992. Nacht. Ich habe einen neuen Klienten, Mr. Arthur Anderson, der regionale Leiter der First National Lebensmittelkette. Der First National Lebensmittelladen in Innsmouth wurde anscheinend kürzlich ausgeplündert und sein Leiter, ein Brian Burnham, ist verschwunden. Soweit ich es mitbekommen habe, ist Burnham ein junger Spitzbube. Mr. Anderson gab ihm den Posten, weil er ein Freund der Familie ist. Burnham sieht nach dem Hauptverdächtigen bei diesem Raub aus. Aber es gibt da ein paar Dinge, die nicht so ins Bild passen. Nicht für Anderson und auch nicht für mich. Warum sollte sich der junge Burnham beispielsweise gewaltsam Zutritt zum Laden verschaffen, wo er doch alle Schlüssel besitzt, freien Zugriff auf die Kasse hat und die Kombination des Safes im Verwaltungsbüro kennt? Um eine falsche Fährte zu legen? Doch wenn dies seine Absicht war, warum ist er dann verschwunden? Nach der Unterhaltung mit Mr. Anderson versuchte ich so viel wie möglich über die alte Stadt Innsmouth zu erfahren. Schon seit Generationen werden der zerfallene Seehafen und seine Bewohner gemieden. Auswärtige sind dort nicht willkommen und es gibt auch abergläubische Geschichten über ein seltsames, nicht ganz menschliches Element in den ältesten Familien des Ortes. Es wird erzählt, dass ihr Blut gemischt ist, was auch immer das bedeuten mag. Zweifelsohne das übliche Dorfgewäsch, wie man es überall hört. Nach einem kurzen Besuch in Innsmouth ist mein Klient misstrauisch gegenüber den dortigen Behörden. Er glaubt die Geschichte nicht, dass Burnham in den Laden ausgeräumt hat und er will wissen, was mit ihm passiert ist. Es fährt nur ein Bus nach Innsmouth und morgen Nachmittag werde ich dort drin sitzen. Es ist ein gutes Gefühl, wieder einen Sinn in meinem Leben zu sehen, nachdem ich 5 Monate lang versucht habe, meine Amnesie zu überwinden. Ich bin etwas unruhig. Vielleicht wegen der wirren Geschichten über die Stadt oder vielleicht, weil ich so lange keinen Fall mehr hatte. Spannung, es liegt. Gut, das hätte ich jetzt vorlesen können, aber jetzt wahrscheinlich eh zu spät. Wahrscheinlich hätte ich es auch zweimal geschafft. Ein Besuch der alten Stadt. Achten Sie auf alle Dialoge, auch wenn Sie nicht selbst beteiligt sind. Gegnerische und freundliche Charaktere können wichtige Spielhinweise geben. »7. Februar 1992, Innsmouth. Driver, how far to the stop? Almost there. I'll drop you at the town square of Innsmouth. Why lock the gates? Keeps out wanderers looking for work. We don't want no folks like that interfering with our affairs. Is the bus from Arkham always this empty? Aye, and we prefers it that way. Not many come to Innsmouth. But what about trade? Surely the port needs business. Innsmouth has the means to look after her own. Gruselige Stadt. Blick aus dem Fenster verrät. Die Stadt ist leergefegt. Kopfloser Soldat mit Gewehr. Das könnte man interpretieren. Ich weiß, man kann alles interpretieren, aber ich wollte sagen, das könnte man als Metapher sehen. Mensch. Das sieht aber nicht gesund aus, ne? Entschuldigen, Mister, Sie schielen. Hi. Schauen wir uns mal hier um. Also da müssen wir rein, hier gehe ich hin. Na,
Mensch, ihr guckt alle so. Innsmouth. An ihre Söhne, welche für die Freiheit gestorben sind. 1775 bis 1781. Ja, Straßennamen wie die Federal Street, die South Street. Ein Polizist, der auch etwas wahnsinnig guckt und Hände hat wie ein... Mensch, also... Ich fühle mich hier nicht willkommen. Ernsthaft. Was haben wir denn hier? Ja, esoterischer Club des Drachen, was weiß ich. Ordnung des Drachen, Regel des Drachen. Ha, Regel. Ja. Gut, die Türen werden wahrscheinlich alle verschlossen sein. Wir wollen ja auch nicht an jeder Tür rückeln. Oh ja, gucken, da komme ich wahrscheinlich auch nicht lang, also... Wollen wir mal der Storyline weiter folgen. Langsam, sehr langsam und wieder etwas schneller. Wie bitte? Was habe ich angelabert? Du laberst mich an. Du laberst mich an. Gut, hatte ich nicht vor. Was ist das? Ach, dieser schwarze Bildschirm schon The wieder. police clearly don't want me snooping around. I need to be more careful. Ich muss vorsichtiger sein, definitiv. So, also vielen Dank für die flotte Fahrt. Mit dem flotten Bus. Aus flotten Holz. So, schauen wir mal, was ich... Oh. Gut, ich denke nicht, dass mir hier... speichern. Es ist zwar nicht nötig, aber ich meine, why not? Das könnte ja amazing werden, ne? Zurück. So. So. Geht die Tür auf? Nein, der Bildschirm wird schwarz. Diese schwarzen Bildschirme, die finde ich nicht gut. Hallo, Mister? Nein, ich möchte kein Zimmer. Evening. Abend. Hi. The name's Jack Walters. I'm just visiting. You don't say, sir. Gilman. Charlie Gilman. I run this here hotel of an evening. You got any rooms? I'd not rightly know that for sure. All habits cleaning rooms at present. Them's from out of town can leave a horrid mess. Also er will mir anscheinend kein Zimmer geben. Talking to this fellow's getting me Ich möchte ein nowhere. Zimmer. And he's more than a touch creepy. If I need a room and I'm desperate, then I'll come back. Na gut, dann brauche ich ja doch kein Zimmer. Wer weiß, wer Stop your weiß. snooping. And there's for hotel staff only. Entschuldigung, aber ich würde da ein Schild dranhängen, damit es etwas klarer wird. Und allgemein würde ich immer ein bisschen aufräumen. Ich meine, das macht ja nicht gerade einen Anschein von Seriosität. Aber hey, wer bin ich, dass ich über ihr Hotel rummecker? Ganz schön hier. Ich gehe einfach mal hoch und gucke mich um, okay? Gut, danke. Ja, ebenso. So. Oh, ist ziemlich kalt heute, muss ich jetzt It mal won't sagen. open. Die werden alle abgeschlossen. Mann. It won't budge. Sie rührt sich nicht. It's locked. Ich rüttel jetzt hier nicht an allen Türen, ne? Das ist ja klar. It won't open. Also profitgierig sind die anscheinend nicht. Und dann hätten Hello die ganz... again. Hallo nochmals. I'm after directions to the First National Grocery Store. And I'm busy. So stop your pestering me with questions. Gut, im Hotel komme ich anscheinend nicht weiter und wie ich Chit-chat to gerade... him's gonna get me no place fast. Genau, das haben wir schon mal. Ja, kluger Junge. Sir? Could you direct me to the First National Grocery Store? I hear they have a shop in town. I don't know nothing about that. Oh, well, you see, I'm looking for a young lad called Brian Burnham. I'm a friend of the family. He worked in the store. Don't know who you're talking about, fella. Ja, verschlossene Gemeinschaft. That fellow was just stringing me along with a Der lot sieht of nothing freundlich aus, about oder? nothing. Also etwas freundlicher. Ja. Können Sie bitte... Entschuldigung, Sir? Sie sind mir unheimlich, wissen Sie das? Dann suchen wir mal den Lebensmittelladen. It won't budge. Und versuchen dabei alle Türen aufzureißen. Was denn hier? Oh.